Paul und der verlorene Stern. Es war einmal ein Junge namens Paul. Paul lebte in einer kleinen Stadt, aber er liebte es, nachts in den Himmel zu schauen. Jeden Abend sah er die Sterne, und sie funkelten so schön. Die Sterne sind wie Freunde, die über uns wachen, sagte Paul oft zu seiner Mutter. Eines Nachts, als Paul auf seinem Balkon saß und den Himmel betrachtete, sah er etwas Merkwürdiges. Ein Stern am Himmel blinkte heller als die anderen. Plötzlich fiel der Stern vom Himmel. Oh nein! Ein Stern ist verloren gegangen, rief Paul überrascht. Ohne zu zögern, zog Paul schnell seine Jacke an und lief in den Garten. Ich muss den Stern finden, sagte er entschlossen. Er nahm eine kleine Taschenlampe mit und suchte überall im Garten. Nach einer Weile hörte er ein leises Geräusch. Es kam aus dem nahegelegenen Wald. Paul folgte dem Geräusch und ging in den Wald. Dort, in einem kleinen Busch, sah er ein schwaches Licht. Das muss der Stern sein, dachte Paul. Als er näher kam, sah er einen kleinen, funkelnden Stern, der im Gras lag. Der Stern war nicht größer als eine Orange und leuchtete schwach. »Armer kleiner Stern«, sagte Paul sanft. »Bist du vom Himmel gefallen?« Der Stern blinkte einmal, als ob er antworten wollte. Paul hob ihn vorsichtig auf. »Ich werde dir helfen, wieder nach Hause zu kommen«, versprach er. Paul überlegte, was er tun könnte. Plötzlich hörte er eine leise Stimme. »Danke, dass du mich gefunden hast«, sagte der Stern. Paul staunte. »Du kannst sprechen?«, fragte er überrascht. »Ja«, antwortete der Stern. »Aber ich bin zu schwach, um alleine zurück in den Himmel zu fliegen.« »Keine Sorge«, sagte Paul. »Wir finden eine Lösung.« Er dachte kurz nach und hatte dann eine Idee. »Ich werde dich auf den höchsten Hügel der Stadt bringen. Von dort aus kannst du vielleicht wieder zurückfliegen.« Paul lief mit dem Stern durch den Wald und erreichte bald den Hügel. Oben angekommen, stellte er den Stern sanft auf den Boden. »Bist du bereit?«, fragte Paul. Doch plötzlich hörte der Stern auf, weiter zu steigen. »Ich schaffe es nicht«, sagte er traurig. Paul dachte nach. »Warte, ich habe eine Idee.« Er nahm einen langen Ast und hielt ihn hoch in die Luft. »Spring auf den Ast und versuch es noch einmal«, rief er. Der Stern landete auf dem Ast, und Paul hob ihn noch höher. Mit einem letzten Funken sprang der Stern vom Ast in den Himmel. Er leuchtete jetzt hell und klar. »Du hast es geschafft«, rief Paul glücklich. Der Stern funkelte dankbar und flog zurück zu seinem Platz am Himmel. Paul winkte dem Stern zu. »Gute Reise, kleiner Stern«, rief er. »Vielleicht sehen wir uns wieder.« Der Stern blinkte ein letztes Mal, und Paul ging zufrieden nach Hause. Von diesem Tag an wusste Paul, dass jeder Stern am Himmel eine Geschichte zu erzählen hatte, und manchmal brauchten auch Sterne ein wenig Hilfe. Danke fürs Zuschauen. If enjoyed today's lesson, please give it a thumbs up and subscribe for more exciting German learning content. Leave a comment below with your thoughts or questions, and I'll see you in the next video. Tschüss!